So, das erste Ding, was wir reden von dem Tempel, und wir reden von Bilder in das Alte Testament, dort uns wiesen, das war das erste Neue Testament, und wir reden von, in der letzten Botschaft von, in das Alte Testament haben wir den Tempel, und sehen wie die Gott seine Kinder, die Jesus Christus haben angenommen, die wahre geboren sind, die sind in den Tempel, das erste Korinther sagen das, und klar merken das, dass wir nicht den Tempel, dass Gott bei uns wohnt, und durch uns schaffen das, dann in das Alte Testament, wir haben immer in den Tempel dabei. Und wir kicken, die erste Botschaft, wir kicken von wo der Tempel wie abgestellt. Das bitterste, der bitterste Platz, wo die alle Menschen, und der bernste, wo die jüdischen Menschen, und dann der heilige Platz, wo die Priester wären, und dann der ganz heiligste Platz, wo Gott wohnt, und uns Leben sind abgestellt. Und so erste Ding, wo der Tempel wie abgestellt. Der zweite Ding, was wir wollen nur kicken, ist, wo wir den Tempel abgefällt, oder vollgefällt. Wegen das Neue Testament sagt, dass wir sind ein Tempel von den Heiligen Jesus und dass Gott wohnt bei uns bern. Aber dann sehen wir noch ein Bild, in das Neue Testament noch uns sagen, dass wir so voll von den Heiligen Jesus sind. Nicht bloß, dass die in uns bern wohnt, aber dass wir ganz voll von denen sind. Und das sagen Gefährten in der Apostelgeschichte, dann werden sie ganz vollgefällt von den Heiligen Jesus, und dann werden sie predigen in Gott seine Arbeit. So Gott seine Arbeit, das getan mit Gott seine Kraft. Und so, aber nu, wo können wir voll den Heiligen Jesus sein? Wo können wir vollgefällt, wo kann uns Leben ganz vollgefällt von den Heiligen Jesus? Nu müssen wir weiter nur das Alte Testament gehen und da nur kicken, wegen im Alten Testament steht, dass das auch wissen, wo Gott den Tempel fallen hat. Und so, da werden ein paar Dinge, die würden wichtig sein, mit dem Verstehen, wo einer kann Fall von den Heiligen Jesus sein. Was denken Sie mit dem Alten Testament? Wo wird der Fall von den Heiligen Jesus? Gott tragt ihn an, aber dann, wenn Gott durch ihn angetragen wird, dann einige Dinge passieren, und dann fällt er den ganzen Tempel mit Arm selbst, mit der Herrlichkeit, mit seiner Herrlichkeit. Und das kriegt, was das Neue Testament, was wir sollen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seinem, wer er ist, ganz voll, mit seinem Jesus, ganz voll sein. Und so, wenn wir mal von ein paar Dingen kicken von den Alten Testament, was ich sage, und das sind so viele Versen, wir wollen nicht nur all die Versen kicken können. Aber das redet von, wenn sie den Tempel mal bauen, das wie Solomon, David, der will ja den Tempel bauen, aber Gott leitet ihm nicht, er wie ein Mensch von Krieg. Er deed hem feiten en hij wie ein Mensch von den Kriegen. Und so Gott sagt, ich will die nicht loten, aber ich will den Kind loten, den Jungen, wo ich loten den Tempel bauen. Und dann David mir all die viele Dinge rein dafür, er kann dafür rein merken, dass so leicht ist, er da kann merken für seinen Jungen, aber er kann ihn nicht bauen, dann sein Jungen kam und dann fangen sie den an zu bauen. Und Gott mir sehr klar, wo sie den Tempel sollen bauen. Und kriegt den Altar, wo sie den Altar sollen bauen. Und auch wo sie den Tempel sollen bauen. Und die wird von Steinen gebaut. Und er gibt ja auch all die kleinen, krackte Dinge, wo das alles soll tun. Aber von den Steinen krack, wenn sie den Altar bauen. Er sagt, das alles krack, was die gebaut müssen. Ein Ding will ich bloß sagen, was sehr wichtig wäre. Wenn sie die Steine, die können nicht mit Menschen Trache schneiden. Menschen können die nicht bloß große Steine nehmen und die Trache schneiden. Sie müssen Steine finden, wo die passen.
Wenn die Steine, sie sollen nicht Menschen Gerätschaften ableihen. Oder die verschneiden. Die Traschneiden, würde ich vielleicht sagen. Geschäft merken, wo ein Mensch würde passend merken, das kann ich vielleicht sagen, passend merken. Und so, wenn die müssen Steine, die reich werden, wie ein Bild, dass Gott seine Arbeit, wie nicht Menschenarbeit. Und gerade so mit unserem Leben, das macht natürlich von Gott, nicht von uns. Nicht, wir machen nicht unser Leben tragstellen und abstellen und taupassen, so wie die wollen bauen. Das macht nicht nur Arbeit sein in der zweite Buch von Moses, in Kapitel 20, die letzte Verse von 20 bis 26 durchraum, merkt er ganz klar, dass kein Mensch soll ein von seinen Bereitschaft ab die Steine ableihen. Die sollen bloß den Stein nehmen und davon bauen. Und so kriegt, und das muss ein Leben sein, was Gott bauen wird. Nicht ein Leben, was wir bauen. Nicht sagen, oh, ich will mein Leben so bauen, als ich das will. Und dann wird Gott sagen, nu fällt das ab. Nu schickt den Segen. Nu schickt die Herrlichkeit. Nu fällt mein Leben mal ab. Sagt er, no, das erste Ding, was wir machen, ist, ich will dein Leben bauen. Dort muss wiesen, dass Gott seine Arbeit ist, dass Gott hat uns gebüht, dass Gott hat uns gemerkt, dass Gott hat uns taubgestellt, dass wir ein Leben haben, ein Mensch sein, was der wiesen wird, was der Gott wiesen wird, nicht uns selbst wiesen wird. Nicht Menschenarbeit wiesen wird, aber Gott seine Arbeit wiesen wird. Und so das ist das erste Ding, was sehr wichtig ist von dem Tempel, dass der Gebet wird von Gott. Dass wir ein Leben haben, das von Gott gebet. Das zweite, das ist den Ansehen. Dass der nur Gott gegeben ist. Dort sehen sie mit dem Tempel den Ansehen. Dann haben sie da eine Zeit, wo sie tot kamen, haben sie ein Opfer und all die Dinge, und dann haben sie den Ansehen, den Tempel. Das ist nicht ein Platz für Menscharbeit, das ist nicht ein Platz, wo Menschen ihre eigenen Dinge tun, das ist ein Platz für Gott, das ist ein Platz, wo Gott kann wohnen, wo Gott sein Willen wird, wo wir mit Gott reden, das ist ganz Zeit gesagt für Gott. Und das kann ich ansehen, Zeit sein, sagen für Gott. Und so die erste, die wir von Gott gebüht, dann wird die zu Gott Zeit gesagt, und dann wird jedoch Salbung, wo die mit der Öl, das Salbung. Und das kriegt, dort wies Gott sein Sehen, oder Gott sein Yes dabei. Die sehen, der Öl ist ein Bild von Gott sein Yes oder von Gott seine Sehen. Dass Gott sagt, das ist, was ich ganz zufrieden mit sein. Und so dann deuten sie die Salbung durch ab. Erst die Ansehen und dann die Salbung mit Öl, ganz bespritzen, wiesen, dass Gott es schafft mit dir. Gott sein Segen ist hier boven. Das ist für Gott. Das ist Gott seine Arbeit. Das ist Gott, was das hat getan. Das ist Gott seine Kraft. Das hat nichts mit uns zu tun. Das alles nur Gott wiesen. Und dann kam der Heilige Geist. Und dann stunden sie drei und kickten bloß. Und dann kam die Herrlichkeit vom Himmel. Und die fällt den ganzen Tempel so voll. dass sie nicht mal können kicken. Dann stunden sie so warten, müssen sie so drehen, wenn der ganz Wort gefällt von Gott, seine Herrlichkeit, von Gott, seine Segen, ganz
voll gefällt. Und nu sagt wie sind den Tempel von den Heiligen Geist? Krak so machen wir dann mit uns leben. Erst machen wir sein, Gott, büh mein Leben. Nimm mich und büh mich, so dass die dort wird zufriedenstellen. So dass die dort wirst gleichen. So dass die dort wirst haben. Gott, ich will nicht bloß ein Leben bühen für dich. Ich will, dass du mein Leben das bühen, so dass du dort gleichen das. So dass wir uns Leben würden zu sie sagen, und bloß ganz, dass mein Leben, mein Körper, das die Bibel sagt, den Körper ist der Tempel. Nicht bloß mein Leben, aber mein Körper. Wer ich sehe, da wohnt Gott bei. Sie sagt, Gott, büh mein Leben, büh mein Körper, büh mich, dass du zufrieden bist mit mir, dass du kein Stein wird sein, wo wir können sein, das hat Mensch aufgeschnitten, das hat Mensch geschnitten, das hat Mensch passend merken. No, das sind so eine Steine, die Getürsteine sind, was Gott gemerkt hat. In dit Leben als topgestalt wie sein, in dit Beet sein wie Gott, und in dort Beet sein wie Gott, und in Jan Beet sein wie Gott. Das ist ein Leben, das ist topgestalt von Gott. Und dann den ansegnen. Das ist ein Leben, das ist nicht bloß taubgestalt von Gott. Das ist ein Leben, das ist für Gott zu brücken. Das ist, wo Gott wohnt. Das ist, wo Gott schaffen. Das ist das Sieg gesagt für Gott. Und das sagt ich, mein ganzes Leben, das sieht für Gott. Wegen ein Leben, das Sieg gesagt für mich, wird Gott nicht fehlen. Aber er wird ein Leben fehlen, was das Sieg gesagt von ihm. Von ihm gebüht, und dann haben jetzt sie gesagt, dass ein Segen ist für ihn. Angewählt für ihn. Und dann macht eine Lüren in der Salbung von Gott. Wo Gott seine Salbung checken und sagt, nu check ich meine Segen ab das Leben. Und dann wird die Herrlichkeit von Gott kommen. In Wesen, in Leben, was Gott seine Kraft hat, was Gott seine Segen hat, was Gott seine Wahrheit hat, was sie gesagt hat für Gott. Und so fällt als mit ein Leben abgefällt mit Gott. Voll sein von Gott, sein Heiligen Geist. Das erste, wo ist der Tempel abgestellt? Wo machen wir dort wo ist der Tempel vollgefällt? Wo kommt die Herrlichkeit von Gott an? So den Menschen ein Leben kicken sein. Oh, du kannst nicht mal dich begehen. Der ist ganz voll von den Heiligen Geist. Und Leute können die Menschen nennen. Und das ist klar, wenn die Herrlichkeit kommt, die fällt den Mensch. Und die sind dort von nu an weiten wie Gott ist du und Gott schafft du. Jo, die Menschen können in den Tempel ankommen, kriegst es in den neuen Tempel. Aber du wirst ein Zeit, wo die wird tatsächlich gesagt, ein Vollgefällt von Gott. Und dann schaffen sie. Und dann müssen sie auch abpassen, dass sie denn nicht andere Gott anbringen deuten, oder andere Gott deinen deuten, dass du bloß ein Gott bist wir. Und die wohnt da in den hintersten Platz da bist, von da horchen wir nur Gott. Und so als uns, wir sind im Tempel von den Heiligen Geist. Gebüht, abgestellt mit Gott, dann vollgefällt sollen wir sein von Gott, von den Heiligen Geist. Wollen wir die nächste Botschaft wieder gehen? Dann wollen wir mal noch das dritte Ding kicken von dem Platz, wo der geplant wird, der Tempel. Wollen wir nur dort noch kicken und dann können wir sagen, wo wir können verstehen, dass wir den Tempel dann für den Heiligen Geist, den Tempel für Gott. Dankeschön, Gott sei. Ich will bloß ein Dankeschön für diese Botschaft horchen. Ich hoffe, dass das ein sehr gewesen. Wir haben eine Arbeit, die nennt sich Antworten. Biblische Antworten auf die Fragen von das Leben.
Wenn je ergens een vrouw gaat van de Bibel of van je leven, check dan die vrouw en we wollen je een antwoord checken. Probeer te helpen de antwoord te krijgen voor het leven. Je kan ons die vrouw checken of ons phone door WhatsApp. Dat nummer is 52 625 105 3225. We hopen, we worden van jullie hier en we worden jullie de antwoorden checken. God is zegen.